Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Guten Morgen aus Yeni Chakran. Wir sind ungefähr 80 Kilometer nördlich von Izmir an der Küste und fahren heute genau dorthin, um eine Werkstatt zu suchen, die uns einen Ölwechsel und Bremsbacken hinten und so macht, bevor es dann weitergeht. Und ja, heute schaut es nach dem zweiten Regentag aus in Folge. Danach wird es dafür besser, aber wir haben einfach keine Lust, weil es dann während der Fahrt wahrscheinlich wieder reinregnet. Und ja, deshalb meiden wir es eigentlich bei Regen zu fahren. Die Sarah macht gerade noch Untertitel und danach geht es dann los und wir hoffen einfach, dass wir im halbtrockenen oder nur leichten Regen durchkommen. Und wir brauchen unbedingt eine Wasserstelle, weil wir seit gestern kein Wasser mehr haben. Also wir haben noch 5 Liter, 6 Liter gekauftes Wasser, aber in der Leitung nichts mehr. Hier sieht man meine Sachen, die trocknen, weil ich gerade noch mit Rio draußen war. Und ich bin komplett durchnässt, also sowohl Schuhe, Socken, Hose. Früher, als wir ihn noch ganz am Anfang hatte, hat er sich beim Regen immer sofort ins Auto versteckt. Ich glaube, das war noch einfach dieser Reflex, weil man auf der Straße gelebt hat. Mittlerweile findet der Regen nicht mehr schlimm. Eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Hat er sich sehr gefreut und deswegen bin ich mit ihm so lange draußen geblieben. Wie hieß die Stadt doch gleich? Yeni Chakran. Ja. Hast du mir gemerkt. Verdammt, für die Untertitel muss ich die erst wieder googeln. Vor allem, da musst du erstmal das S mit dem Ding unten dran finden. Ja, okay, das kriege ich nicht hin, glaube ich. Keine Ahnung, wie das. Ja doch, das ist Abkürzung. Wir hatten jetzt bis Türkei so gut wie keine Ampeln. In den ganzen letzten Ländern hatten wir so gut wie keine Ampeln, weil alles über Kreisverkehr geregelt ist. Und hier haben wir so oft auf der Schnellstraße rote Ampeln. Wir sind ja auch so langsam, gell? Also, wir schaffen einen Ampelzyklus meistens nicht. Ja, das stimmt. Man sieht halt überall nur Häuser hier entlang. Den ganzen Hügel hoch. Wirklich krass. Super groß. Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass Izmir so groß ist. Muss man schnell schauen, wie viele Einwohner die haben. Was schätzt du? 2 bis 2,5 Millionen, wenn ich das so sehe. Also, Izmir hat Stand 2019 4,367 Millionen Einwohner. What? Ist das riesig? Wir fahren halt gefühlt auch schon seit einer Stunde hier drin rum. Aber durchgehend hier auf der Schnellstraße. Mittlerweile oder seit 10 Kilometern oder so ist auch keine Ampel mehr. Ich habe Sieglinde gefunden. Sieglinde und ich sind Freunde geworden. Ja? Hier auf dem Platz in Izmir sind ungefähr gefühlte 15 bis 20 Straßenhunde. Und der Dittmar kommt auch schon. Der ist auch ganz lieb. Beide. Und Sieglinde hat hier so im Ohr so einen Marker. Also in Montenegro hieß es dann, dass sie dann sterilisiert sind. Wir haben jetzt gerade beim Flughafen oder bei einem Flughafen bei Izmir Wasser aufgefüllt bei einem Parkplatz. Sieglinde ist doch nicht so freudig gestimmt. Naja, Jetzt nicht. Und der Tag war nicht so erfolgreich bis jetzt. Wir sind im Regen losgefahren, dann wollten wir zur VW-Werkstatt, um
das Klackern von der Vakuumpumpe, Ölwechsel, Bremsbacken hinten, alles machen zu lassen. Die machen aber nur Autos bis maximal 95. Unserer ist 81er Baujahr. Und er hat auch gemeint, wir sollen dann halt zu so einer Hinterhof-Werkstatt fahren und davor Öl alles besorgen, denen einfach das zeigen, das machen die dann. Das dachten wir uns auch schon, aber wir wollten es halt dort alles zusammen machen lassen. Nur, dass sie es jetzt nicht machen können und dürfen. Ja. Also nicht so erfolgreich. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das alles weitermachen. Ich denke, für uns geht es jetzt weiter zu den Ruinen einer Bibliothek. Dort werden wir in der Nähe schlafen, damit wir es uns morgen dann anschauen. Und ab morgen soll dann auch wieder Sonne sein. Ich denke, dann wird unsere Laune auch wieder besser sein. Meine ist nicht schlecht, ich habe sie blinde getroffen. Meine ist gerade schon ein bisschen schlechter. Wir stehen jetzt in der Nähe von der Bibliothek Ephesus oder so ähnlich am Strand. Und ich glaube, wir haben uns noch nie so beschützt gefühlt in der Nacht. Wobei es auch selten so eine laute Nacht war, weil hier lauter Straßenhunde vor unserem Auto liegen. Das Problem ist, dass wahrscheinlich eine Hündin davon läufig ist und 3 Rüden durchgehend versuchen sie zu decken und sie verteidigt sich. Es tut einem schon ein bisschen leid, aber und sie raufen unter unserem Auto. Wenn einer unter dem Auto liegt, dann wackelt das ganze Auto, weil der andere von draußen den anknurrt und ja, sie das Raufen anfangen. Was natürlich nicht so geil ist, aber ja, ist schon krass, wenn man mit Rio rausgeht und dann von 6 großen Hunden begleitet wird. Nachdem wir die Bremsbacken hinten noch nicht ausgetauscht haben, wollten Phil und ich das in Angriff nehmen. Ah, da kommt ein Hund, ein schwarzer. Da oben. War der die ganze Zeit dann vielleicht schon da? Gott, ist das so süß. Wie sich aber herausgestellt hat, waren die Bremsbacken in ziemlich gutem Zustand und deshalb haben wir es wie gesehen wieder zusammengebaut und haben bis heute die alten drin. Wir haben jetzt Kiki und Phil getroffen und stehen schon seit 2 Tagen zusammen am Strand in der Nähe von Selçuk oder ja, südlich von Izmir. Das ist der größere Ort. Wir fahren heute in eine Werkstatt. Es wird ein Ölwechsel gemacht und mal geschaut, ob unsere Vakuumpumpe repariert werden kann. Kiki und Phil haben nämlich hier einen Bekannten, der Deutsch spricht und sich hier uns ein bisschen ja, unter die Arme greift und uns hilft. In der Zeit, wo die Männer Wasser auffüllen und in die Werkstatt fahren, gehen Kiki und ich zum Friseur. Und ja, das ist der Plan für heute. Da sieht man sie auch. Wir sind jetzt in der Stadt, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, beim Mechaniker gewesen. Sarah ist beim Friseur. Wir haben jetzt einen Ölwechsel bekommen, einen neuen Filter und haben nochmal 5 Liter zusätzliches Öl für die nächsten Kilometer bis zum nächsten Ölwechsel und haben insgesamt 1135 türkische Lira gezahlt, was ich glaube 70, 80 Euro ungefähr sind, was schon ganz okay ist, wenn man bedenkt, dass wir jetzt 13 Liter Öl hatten und die Arbeitszeit plus Filter und ja, aber
Jetzt geht's weiter zur Wasserquelle. Ich bin mal gespannt, was das für eine Wasserquelle ist, wo uns der Freund von den anderen hinführt. Und dann haben wir endlich wieder trinkbares Wasser an Bord, weil das letzte war richtig verklort. Das haben wir gar nicht getrunken. Oh, da geht's halt. Oh ne. Das war gar nicht, das war ein anderer Rollerfahrer, der vorgefahren ist. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe, dass es wieder so gut schmeckt wie bisher eigentlich die meisten Wasserquellen, die wir hatten. Ja, die waren wirklich gut. Das sind die normalen Wege zur Wasserquelle. Aber die war so langsam und es waren so viele vor uns dran, dass wir jetzt woanders hinfahren, zu einem Bauern, wo wir fürs Wasser zahlen. Wir sind jetzt auf dem Weg, die Sarah und die Kiki abzuholen. Und das Wasser auffüllen war auch was. Beim Fahrer war es zwar schnell, aber es waren 4 oder 5 Kangas, die um die Autos rum sind und Wache gehalten haben. Und das sind ja echt monströs große Hunde, muss man ja ehrlich mal sagen. Aber naja, jetzt haben wir erstmal wieder 30 Liter insgesamt. Sollte vorerst reichen bis zur nächsten Wasserstelle. Vor uns fährt Pierre, der hier alles organisiert. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Pierre. Also das ist richtig, richtig cool und erlebt man nicht alle Tage. So ein Tag. So, jetzt haben wir die Sarah wieder eingesammelt. Mit 9 Haaren. Und waren mit Pierre nochmal essen. Was auch super gut war. Und in, ich weiß nicht, 2 Kilometer sind wir wieder am Stellplatz, passend zum Sonnenuntergang. Da werden wir jetzt dann noch zusammen ein Bierchen genießen, beziehungsweise die Sarah das Bierchen, ich die Cola. Und morgen früh geht es dann auf den Markt. Der erste türkische Markt, wo wir sind. Und ja, wir sind gespannt und wollen auf jeden Fall Tee kaufen. Weil den türkischen Tee, den wir jetzt bis jetzt probiert haben, der ist so lecker. Genau, und Rio ist auch fertig hinten. Das ist schon krass, wenn man sagt, das ist Griechenland da drüben. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Markt, unserem ersten türkischen Markt. Und zwar gleich zusammen mit Kiki und Phil. Die fahren da vor uns. Und wir haben optimales Wetter. Und eine schöne Landschaft. Sie ist wieder ausgestattet. Oh ja, hier. Ich habe jetzt auch endlich wieder 2 Käppis und kann die schlechte Zeit meiner langen Haare überbrücken, bis sie lang sind. Und jetzt essen wir dann noch ein, Knoblauchbrot. Und bevor es dann wieder zum Strand am Ende zurückgeht. Genau. Wir gehen jetzt mal zum Auto, holen Rio. Wir haben jetzt für alles 25,70 € ausgegeben. Dabei war das teuerste der Granatapfeltee. Genau, der hat 250 von 386 türkische Lira gekostet. Aber wir haben auch insgesamt 1 Kilo. Ja, und wir sind jetzt wieder ausgestattet für eine ganze Woche. Ja, und 2 Käppis sind dabei. Stimmt. Ja. Aber das Gemüse ist wirklich sehr günstig und ich wette auch extrem lecker. Ja.
Hallo. Ja, wir sind wieder da. Ja. Weißt du Artig? Weißt du Artig? Ja. Oh, hier. Jetzt kommst du mit, okay? Heute ist Sonntag und wir sind jetzt wieder zurück an den Strand gefahren. Die Kiki und Phil sind jetzt schon weitergefahren nach Pamukkale. Und wir werden morgen dann hier Ephesus und so angeschaut. Aber am Sonntag ist hier, oder am Wochenende generell, gestern war es auch schon so, am Strand die Hölle los. Also richtig cool, dass die ganzen Einheimischen den ganzen Sonntag eigentlich hier draußen verbringen. Die grillen dann alle hier am Strand zusammen. Gestern haben sie dann noch abends getanzt, gefeiert ein bisschen. Und das ist eine richtig schöne Mentalität. Und vorher war hier auch schon ein Pferderennen, beziehungsweise es waren halt 5 Männer, die mit ihren Pferden hier am Strand lang galoppiert sind. Ein paar Mal. Was richtig cool ist. Aber es ist schon einiges los, wenn man jetzt mal hier hinterschaut. Und in die andere Richtung geht es dann auch so weiter. Guten Morgen aus Yeni Chakran, kurz vor Izmir. Hast du das Wort geprobt? Ja, habe ich. Ich habe geschaut, wie man es, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich glaube, dass man es so ausspricht. Ich war ja gerade schon, wir haben uns, wo stehen wir denn? Wie heißt denn die Bibliothek?